Einsatzbericht Nummer 371 vom 19. Juni 2025. Ich war mal wieder Campwache. Die Sorte Dienst, bei der man sich leise wünscht, dass einfach nichts passiert. Kein Drama, keine Schießereien, einfach nur Stille, Kürbisse und die träge Bewegung von Zombies in der Ferne. Aber Chernarus wäre nicht Chernarus, wenn das Schicksal sich daran hielte. Kaum hatte ich meine DMR halbwegs bequem verstaut, stolzierte von Bausch und sein spiritueller Sidekick Nickel ins Bild. Mit einem Gesichtsausdruck zwischen Erleuchtung und Wahnsinn. Sie verkündeten allen Anwesenden am Camp feierlich die Worte ihrer Göttin Mortala, reichten gesegnete Tomaten herum und taten so, als wäre der Weltfrieden nur eine heilige Feldfrucht entfernt. Ich ließ sie reden. Solange keiner versuchte, mich mit göttlichem Gemüse zu bewerfen, sollten sie doch. Zwischendurch flüsterte jemand was von Menschenfleisch. Keine Ahnung, wer das in den falschen Hals bekommen hatte, aber immerhin blieb es friedlich. Am Ende haben sie doch noch die Beete gesegnet und sind dann weitergezogen. Halleluja! Botanisch. Ich stand da, DMR in der Hand, Blick in die Ferne, wie ein deplatzierter Praktikant und innerlich seufzend, ich bin sowas von zu nüchtern für diesen Quatsch. Black Lion hatte sich irgendwo eingegraben. Voll der Lauerblick. Irgendwo im Gebüsch oder so. Nigo wollte ihn unbedingt aufstöbern. Natürlich. Zwischendurch kamen Steve und Saphira vorbei. Samt 2 ganz frischen Bambis. Man traf sich am Brunnen, tauschte ein paar Nettigkeiten aus und zog weiter. Fast schon idyllisch. Friede, Freude, Eierkuchen. Tja, und dann wurde es hässlich. Black Lion funkte durch. Die Bambis greifen sich gegenseitig an. Irgendwo auf der Höhe des Bahnhofs. Ich so, klar, bestimmt wieder nur jemand, der sich mit einem Zombie prügelt. Aber gut, man nimmt das ernst, also rannte ich los, DMR im Anschlag, halb genervt, halb neugierig. Die Strecke kannte ich im Schlaf und dachte mir, ein bisschen Bewegung schadet nie. Vielleicht ist ja wirklich was. Erstmal sah alles aus wie immer. Ein paar Leichen, ein paar Bambis, die gegen Zombies kämpften, ein bisschen Chaos, eine Prise Endzeit eben. Ich dachte schon, der gute Black hätte einfach nur falsch hingesehen. Doch dann Szenenwechsel und zwar drastisch. Die Bambis hatten die Zombies erledigt und widmeten sich nun einander zu. Und am Boden, da lag Saphira, bewusstlos oder bereits tot. Verdammt. Steve taumelte, blutend, und das andere Bambi, das vom Brunnen, bearbeitete ihn gerade mit einem Knochenmesser. Ein Knochenmesser von unserem Camp. Das war so frech, so richtig frech. Das Ganze hatte den Charme eines billig produzierten Slasher-Films aus der Grabbelkiste, nur dass es diesmal weder Drehbuch noch Stunt-Doubles gab. Nur Blut, Schock und eine verdammt reale Gefahr für das Camp. Und das Schlimmste? Es ging nicht mal um Veteranen, es ging um unsere neuen Freunde, die wir gerade noch am Brunnen versorgt hatten, die dachten, sie seien bei uns sicher. Ich glaube, ab dem Moment war mein Finger schon halb am Abzug. Black Lion sagte was von Schießbefehl. Nicht laut, nicht dramatisch, eher fragend. In dem Moment wusste ich, Reden ist jetzt vorbei, der Typ war schon dabei, aus Steve Gulasch zu schnitzen. Ich atmete flach, legte meine DMR an. Die Entfernung, so die 100 Meter. Kein Wind, gute Sicht. Das Ziel, stehend, beschäftigt, mit dem finalen Schlag vermutlich. Das ganze Chaos schien plötzlich eingefroren. Wie ein Moment zwischen 2 Atemzügen. Ich zentrierte mein Visier auf seinen Rücken und dann Abzug. Der Rückstoß vertraut. Der Knall kurz, scharf, endgültig. Der Körper sackte zusammen wie ein nasser, heiliger Sack Tomaten. Wobei, heilig war an dem Typen gar nichts mehr. Treffer, sauber. Nicht schön, aber absolut notwendig. Ich hatte kaum den Finger vom Abzug genommen, da hatte Black Lion auch geschossen. Wir waren absolut synchron, als hätten wir es geprobt. Ich hoffe nur, der arme Steve hat keinen Streifschuss abbekommen. Der Angreifer lag da, bewegungslos auf der Straße. Wer von uns ihn wirklich getroffen hatte, keine Ahnung, auch egal. Was blieb, war dieser kleine, giftige Gedanke, der sich immer leise meldet, sobald es vorbei ist. Bitte sag mir, das war jetzt kein verdammtes Missverständnis. Pflichtgefühl trifft Paranoia. Ich rannte zu den beiden anderen Bambis. Adrenalin runter, Routine rauf. Saphira kam langsam wieder zu sich. Wach, aber definitiv mehr Matsch als Mensch. Blut, Dreck, Zittern. Sie sah fürchterlich aus, die Arme. Steve stand noch, keuchend, mit einer Wunde, die alles andere als gut aussah. Aber er redete. Und das war in dieser Situation schon fast sowas wie ein Gütesiegel. Ich griff in meine Tasche. Morphin, Verbände, der ganze Erste-Hilfe-Kram. Druck auf die Wunde, Fokus halten, Ansprache. Keine großen Reden, nur Handgriffe. Saphira flüsterte ein Danke. Ganz leise, ganz ehrlich. Und ich stand da mit blutigen Handschuhen, leicht durchgeschwitzt und kurz am Rande meiner Empathiefähigkeit und dachte nur, lachen, weinen oder einfach rückwärts in die nächste Hecke verschwinden? Tja, der Angreifer hatte das blutige Knochenmesser tatsächlich noch bei sich.
Ich hatte mir das nicht eingebildet. Also kein Missverständnis, kein Friendly Fire. Wenigstens etwas. Naja, ich hätte einen Beinschuss setzen können. Dann den Typen befragen, ein bisschen Good Cop, Bad Cop mit Herz aufführen, sie die Samtpfote, ich der bissige Haifisch ohne viel Gewissen. Nur Beinschüsse waren halt nicht so mein Teil der Ausbildung. Vielleicht demnächst mal. Aber wie es kam, sie haben beide überlebt und sie waren dankbar. So richtig. Also nicht so ein Yo, danke und ciao, sondern dieses ehrliche, fast schon rührselige Dankeschön, das dir direkt in die moralische Magengrube fährt. Ich stand da, voller Gefühle, mit Waffe in der Hand und Verband auf dem Boden und wusste plötzlich nicht mehr, wohin mit dieser verdammten Dankbarkeit. Es ist so ein Herzding. Ich bin keine Heldin, ehrlich nicht. Ich bin das ersetzbare Crewmitglied Nummer 371 und heute war ich Campwache. Ich habe getan, was getan werden musste. Und trotzdem, da bleibt was. So ein Nachhall, so ein ganz leiser Zweifel. War das jetzt eine astreine Heldentat, meine Pflicht? Oder einfach nur mein verdammtes Glück im genau richtigen Moment? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das macht's so schwer, es zu verdauen. Fazit. Hilf am Camp aus, haben sie gesagt. Tu was Gutes, haben sie gesagt. Stattdessen heilige Tomaten mit Segnungsritualen, Bambis mit Knochenmessern und ein Schuss, der Steve und Saphira vermutlich den Allerwertesten gerettet hat. Und ja, es war mein Kill. Die Videoauswertung der Helmkamera hat's bestätigt. Herzlichen Glückwunsch an mich. Ich habe tatsächlich mal wieder was getroffen. Zur Abwechslung. Ich gehe dann mal wieder ins Beet. Vielleicht reden die Tomaten ja endlich auch mit mir. Wird passen zum Rest des Tages. Nummer 371. Ende.